Hallo und herzlich willkommen, ihr Rabauken. In diesem Video möchte ich mit euch über die Entwicklung der Animationswelt sprechen. Also, bleibt unbedingt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Hi, mein Name ist Eugen und ihr seid hier auf Lahoshi TV. Und wenn euch Themen rund um Animationsfilme interessieren, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Als Kind habe ich die alten Disney-Cartoons geliebt. Ach, was rede ich da? Ich liebe sie heute noch. Ich konnte mich damals irgendwie nie so wirklich mit den DC- oder Marvel-Comics anfreunden. Auch wenn ich die heutigen Realverfilmungen extrem gut finde. Aber wenn ich an die guten alten Zeichentrickfilme mit Donald, Mickey und Co. denke, hätte ich am liebsten Lust, jetzt Disney Plus anzuschalten und einfach mal einen Disney-Marathon zu starten. Und nein, dieses Video ist nicht von Disney gesponsert. Und wenn, hätte ich schon längst damit angegeben. Aber wenn ich schon voller Lobes über Disney spreche, muss ich auch die negativen Seiten beleuchten. Das gilt allerdings nicht nur für Disney. Das betrifft so ziemlich jeden Animationsfilm oder Animationsserie, die heutzutage produziert wird. Die folgenden Aussagen sind aber rein subjektiv und sollen nicht im geringsten anmaßend sein. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte Riesenglück, in einer Zeit aufgewachsen zu sein, in der mir meine Eltern nicht erklären mussten, dass es gefährlich sei, mit einem Bären sich um Honig zu streiten oder dass alles zu 1000% einfach politisch korrekt sein muss. Und vor allem bin ich froh, dass Donald zum Beispiel zu der Zeit so aussah. Und nicht so. Hallo, mein Freund. Sag mal, Donald, nimmst du mit deinem Ballon am Ballonwettfliegen teil? Oder so. Oder so. Here, improve the mind. Und jetzt bloß nicht falsch verstehen. Letzteres Beispiel ist im Prinzip eine Art Satire-Sendung gewesen von 1943 mit einem glücklichen Ende für Donald. Und wenn man sich das mal überlegt, wie lange sich dieser Zeichentrickstil gehalten hat, ist es doch schon schwer beeindruckend. Und das aus gutem Grund. Als Lotte Reiniger 1926 die erste Form von der Multiplane-Kamera entwickelt hat, hat sich Walt Disney diese Technik 1933 zu eigen gemacht und veränderte damit die komplette Motion-Picture-Branche. Aber um zu verstehen, warum das damals so war, muss man erstmal verstehen, wie diese Technik überhaupt funktioniert. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und das Prinzip der Multiplane-Kamera in After Effects umgesetzt. Und witzigerweise hat das wirklich deutlich besser funktioniert, als ich vorher gedacht habe. Aber bevor ich zu meinem Beispiel komme, möchte ich euch die Multiplane-Kamera näher bringen. Die Multiplane-Kamera war zu seiner Zeit ein etwa 4 Meter hoher Turm. Das ergab sich einfach dadurch, dass die alten Motion-Picture-Kameras eben nur von oben nach unten filmen konnten. Dementsprechend befanden sich unter der Kamera die verschiedenen beweglichen Ebenen. In diese Ebenen wurden Glasplatten geschoben, auf denen eine Szenerie mit Ölfarbe so aufgemalt worden ist, sodass alle Elemente basierend auf ihrer Entfernung voneinander getrennt waren. Bevor diese Apparatur zum Einsatz kam, kam es immer mal wieder zu Problemen mit Dimensionen in Animationsfilmen. Nehmen wir diese Landschaftsszene als Beispiel. Es ist komplett flach und wenn ich jetzt an das Schiff ranzoome, wird auch die Sonne im Hintergrund sehr viel größer. Das würde so in der Realität natürlich nicht passieren. Wenn man jetzt aber die Elemente auf verschiedene Ebenen packt und die vorderen Ebenen vom Hintergrund wegbewegt, entsteht der Eindruck von Tiefe und einer realistischen Dimension im Bild. Auf dem Bildschirm sieht es dann so hier aus. So hat es Disney schon vor fast 100 Jahren geschafft, Animationsfilme realistischer darzustellen und auch mit Leben zu füllen. Und Disney ging sogar noch einen Schritt weiter, denn die Ebenen von der Multiplane-Kamera ließen sich nicht nur zur Kamera in der vertikalen bewegen, sondern auch in der horizontalen, in der X- und Y-Achse. Also wenn man das jetzt aus dem Blickwinkel der Kamera betrachtet. Dadurch wird ein Parallax-Effekt erzeugt. Vielleicht erinnern sich einige von euch an die Anfangsszene aus dem Disney-Klassiker Bambi. Denn dort kam diese Technik unter anderem zum Einsatz. Und lässt es tatsächlich so wirken, als könnte es in echt gefilmt gewesen sein. Wenn man das Ganze jetzt in After Effects umsetzen würde, würde es in etwa so aussehen. Ganz klar. Es ist bei weitem nicht so schön wie in Bambi, Schneewittchen
oder den vielen anderen Klassikern, in denen diese Kamera eingesetzt worden ist. Aber Fakt ist, es wäre in der Tat möglich, so einen Film, ja sogar alleine, in After Effects umzusetzen. Umso mehr finde ich es schade, dass aktuelle Zeichentrickfilme, oder besser gesagt Animationsfilme, fast ausschließlich nur noch in 3D-Programmen entstehen. Auch hier brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, warum das so ist. Nehmen wir hier mal wieder als Beispiel den Film Bambi. Denn die Produktionszeit für einen Film, der nur 70 Minuten lang ist, betrug damals einfach mal über 7 Jahre. Denn allein zur Bedienung der Multiplane-Kamera waren schon 5 oder mehr Personen nötig. In dem Disney-Klassiker Ariel die Meerjungfrau kam die Multiplane-Kamera dann zum letzten Mal zum Einsatz. Denn in derselben Produktion wurde ganz zum Schluss des Films eine ganz neue Technik getestet. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Regenbogenszene am Ende des Films erinnern. Diese wurde nämlich mit CAPS erstellt, dem Computer Animation Production System. Zu Beginn äußerte sich Disney nicht öffentlich zu dieser Technik. Sie befürchteten, dass die Magie verloren gehen würde, wenn die Zuschauer wüssten, dass Computertechnologie involviert war. Aber letztlich wurden meine Lifetime-Favorites wie zum Beispiel Der König der Löwen oder Aladdin damit produziert. 20 Jahre später kümmerte es kaum noch jemanden, wie ein Animationsfilm erstellt wird. Und bei so Filmen wie Rapunzel neu verföhnt, kann ich die Bedenken von Disney komplett nachvollziehen. Auch wenn der Film echt klasse war, gar keine Frage. Aber irgendetwas hat mir gefehlt. Wenn ich mir aber hingegen den aktuellen Film ansehe, der auf Kika und Co. ausgestrahlt wird, da kommen mir ganz ehrlich gesagt die Tränen. Mir ist klar, dass Geschmäcker verschieden sind, die Zielgruppe eine ganz andere ist als ich und sich einfach alles mit der Zeit entwickelt. Zumal auch die Kosten für so Produktionen viel niedriger sind als die vor vielen Jahren noch. Aber ganz ehrlich, wenn ich Kinder hätte, ich würde diese Sendung nicht gucken lassen. Allein schon aus Prinzip nicht. Ich meine, ich will nicht per se damit sagen, dass all diese Sendungen schlecht sind. Ja, doch. Genau das will ich eigentlich damit sagen. Nichtsdestotrotz ist es erstaunlich, welche Möglichkeiten uns heutzutage durch Programme wie After Effects geboten werden. Denn mit ein wenig Geschick und kreativen Ideen könnt ihr theoretisch nun selbst eure eigenen Animationsfilme erstellen. Denn in Verbindung mit Adobes Character Animator lassen sich sogar mittlerweile spielend leicht Figuren animieren. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Eine Figur zu erstellen und sie so zu konfigurieren, dass ihr sie animieren könnt, ist viel Arbeit. Aber wenn ihr soweit seid, könnt ihr zum Beispiel mit einer Webcam und einem Mikrofon eure Figur zum Bewegen und Sprechen bringen. Diese Figuren könnt ihr dann in After Effects reinladen und in eure Animation einbinden. Keine Sorge, ich werde in Zukunft auch zu diesem Thema einige Videos erstellen. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich das Prinzip der Multiplane-Kamera in After Effects umgesetzt habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich werde in einem Video näher darauf eingehen. So, jetzt aber genug mit dem Geschichtsunterricht. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkurs gefallen. Wenn ihr heute etwas gelernt habt, dann liked dieses Video und schreibt mir gerne euren Lieblings-Disney-Cartoon in die Kommentare, das würde mich mega interessieren. Und falls ihr jetzt noch Zeit und Bock habt, könnten euch die beiden Videos hier an der Seite auch noch interessieren. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall auf die Couch hauen und ein paar Donald Duck Klassiker ansehen. Das war's mal wieder von mir. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video und tschüss.